Hi, ich bin's, Thorsten von Faltrad XXS. Es gibt was Neues. Brompton ist eigentlich bekannt als einer der absoluten Klassiker und die haben sich seit Jahren nicht wirklich verändert. Mit dem P-Line ging es los mit dem neuen, neuer Hinterbau, Viergang, reine Kettenschaltung, leichter, schneller, weiter. Und jetzt kommt der nächste, Glockenschlag und ein neues Zeitalter wird anbrechen für Brompton und zwar 12 Gänge. Das ist ein riesen Quantensprung und wir haben sie schon hier. Es gibt neue Farben, aber das machen wir später. Die 12 Gang, da kann man sie besser sehen. Im Prinzip ist es dasselbe wie die 6 Gang, die ihr schon aus C-Line kennt oder aus den Elektrik. Nur, dass ihr jetzt nochmal eine Kassette mit 2 Ritzeln mehr habt. Heißt, der erste Gang wird deutlich kürzer als der bekannte 6 Gang. Und der 12. wird einen ganzen Eimer länger als der ursprünglich letzte Gang. So. Wir haben es mal grob abgerechnet oder ausgerechnet. Es gibt ein Diagramm, was Brompton zur Verfügung gestellt hat. Da kann man die sogenannten Gear Inches fast gut ablesen. Wir haben es mal abgenommen und rumgerechnet. Einfach nur mal das Beispiel. Bei der ursprünglichen 6-Gang Standardübersetzung 50 Zähne Kettenblatt, wird bei der 12 Gang auch so sein, lag man im ersten Gang bei einer Entfaltung von 2,64 Metern pro Kurbelumdrehung. Ist schon ganz schön. Die 12 Gang ist 30 cm kürzer, da liegt man bei 2,39 Metern. Und wenn man die beiden letzten Gänge miteinander vergleichen würde, lag man bei 6 Gang bei 7,98 Metern, also aufgerundet fast glatte 8 Meter. Und jetzt kommt man dann mit der 12 Gang auf 9,41, fast 9,5 Meter. Wenn man die 44 Zähne benutzt, kommt man über 10. Da ist richtig Dampf hinter. Ich habe es ausprobiert, das ist jetzt schon spürbar. Wer sagt, ich will die Schallmauer durchbrechen, gut, der braucht dann die 54 Zähne, aber kein Problem. Geht vielleicht. Das Schaltprinzip allerdings bleibt dann im Vergleich zu 6 Gang wieder das gleiche, nur mit 2 Ritzeln mehr. Heißt, ihr müsstet wieder über Kreuz schalten, würdet bei 1 und 1 anfangen. Es gibt dann nicht mehr 1, 2, 3 für die 3 Gang und Plus und Minus, sondern tatsächlich den 4-Gang-Schalter von der P-Line mit den Zahlen 1 bis 4. Und dann wieder schalten. 4 Gang, 1, 2, 3, 4. Alles wieder zurück. 3 Gang auf den zweiten stellen. Und jetzt kommt's. 2 Gänge, das wäre dann der 5. und der 9. Die überschneiden sich mit den Gängen davor. Die sind dann ein ganz kleines bisschen kürzer wieder. Fällt aber nicht wirklich auf, weil wenn ihr die Gänge einzeln durchschalten wollt, was bei der 6 Gang auch schon kaum einer gemacht hat, würdet ihr sowieso kurz aufhören zu treten, wegen 3 Gang schalten und die 4 Gang alles wieder auf Anfang stellen, merkt man dann nicht wirklich. Rechnerisch von den Zahlen her ist da fast kein Unterschied, eher sogar ein Tick kürzer der Vorgang. Das wäre jetzt aber auch das Einzige, wo man meckern kann. Die fährt sich super. Wer jetzt allerdings sagt, P-Line habe ich, die mit der 4 Gang wird es weitergeben. Und ich mag das Freilaufkörpergeräusch, diese Kettensäge, die dann einsetzt, wenn man anfängt zu rollen. Das wird es dann nicht ganz.
Da hat man dann wieder die Nabenschaltung mit den Sperrklinken, größeres Gehäuse, schluckt einfach viel mehr Geräusche. Die hört sich weicher an, so wie die 6-Gang auch schon. Ist aber auch nicht schlimm, weil das, was bei der 4-Gang bemängelt wurde von manchen, ist, dass die zu kurz ist. Und das ist hiermit jetzt komplett behoben worden. Ja, man legt wieder ein Gewicht dazu. Ganz ehrlich, war jetzt auch nie die Welt. Zur Not ein bisschen mit Carbon nachhelfen. Dann hat man das auch wieder raus. Kann man ja mal machen. Aber ansonsten, das Ding geht ab wie eine Rakete. Dazu mit den neuen Farben. Hier das Lunar Ice. Ab Modelljahr 2024 haben wir ja jetzt mittlerweile. Lunar Ice. Die 3 Lenkerhöhen, Short, Mid und High gibt es natürlich weiterhin. Bold Blue dann jetzt auch für P-Line. Genauso wie das Flame Lacquer zum Beispiel. Wir hatten auch mal ein Bronze Matt. Auch richtig schick. Diese 12-Gang-Schaltung wird es geben in der Elektrik, C-Line und P-Line. In der P-Line normal, manuell, Biobike, was auch immer ihr sagen wollt. Und T-Line. Da wird es dann bei der T-Line 12, 4 und 1 weitergeben, damit es auch richtig knackig leicht bleibt. Und Elektrik C und P, 12-Gang und 4. Die Elektrik werden auch umgestellt auf 12-Gang. Und dafür hat Brompton einen neuen Hinterbau gemacht. Natürlich, muss ja sein, sonst funktioniert das mit der 4-Gang nicht. Dieser Hinterbau wird der Standard. Heißt C-Line Elektrik, P-Line Elektrik. Hinterbau Stahl Titan. Der Advanced Hinterbau, der von der P-Line ursprünglich kommt, wird der Standard Hinterbau. Nur 2 verschiedene Materialien. Heißt im Umkehrschluss aber, ich kann nicht mal eben eine 6-Gang auf eine 12-Gang umrüsten und ich kann nicht mal eben ein 6-Gang Hinterrad in einen 12-Gang Hinterbau reinschmeißen. Dafür halten die Dinger ja auch relativ lange. Also, von daher auch wieder nicht schlimm. So, das war es jetzt aber. Nicht vergessen, Glocke aktivieren und guckt auch gerne mal bei unseren Playlists rein, zum Beispiel für Werkstatttipps und was zum Beispiel GSD oder HSD angeht. Falls da Interesse ist, guckt euch das gerne mal an. Ansonsten kommt Probefahren, guckt euch das an, probiert das aus. Das ist phänomenal. Bis dahin, tschüss.